welche Fähigkeiten sagst du denn jetzt so, hast du dir, seitdem du selbstständig bist, dann auch selber angeeignet seit 2021? Das ist komplett geiles Thema, Verkauf. Mhm. Also Vertrieb, Verkauf, Ja. das braucht man als Selbstständiger. Wie schaffst du es denn an so einem anstrengenden Tag für dich dann eben halt motiviert, diszipliniert zu bleiben? Hab eine super Freundin, die mich unterstützt bei dem, was ich mache. Das ist auch wichtig, dass man drüber redet. Oh Auch ja. auf die Dinge, die jetzt negativ waren, wenn es mal einen Tag oder sowas nicht geklappt hat. Thema Verdienst, wo können sich jetzt so die Leute, vielleicht sofern du das auch weißt, vor allem so die Angestellten, wohin die sich bewegen? Als Versicherungsmakler sind so 200.000 Euro Umsatz im Jahr, ja, und 85.000 Euro Gewinn pro Jahr. Das Erstaunliche ist, Wir kommen dann hier zum zweiten Teil. Ganz wichtig, Teil 1, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Erstmal reinschauen, um eben halt die Zusammenhänge dann hier zu verstehen, weil die Frage, mit der wir jetzt weitermachen, bezieht sich auf die Kunden. Da, wo Genau. wir nämlich Ende Teil 1 aufgehört haben. Demnach auch nochmal eine Message, ganz cool. Du kamst ja aus Fulda, 3,5 Stunden hierher gefahren. Also wer möchte, nimmt sich ein Beispiel daran, extra so weit zu fahren. Für ein Interview finde ich richtig klasse. Ja, genau, dann wäre die aufbauende Frage zur letzten Frage aus Teil 1. Wie kommst du letztendlich an Kunden? Also machst du da irgendwie Werbung über Social Media oder ist dein Standing halt schon so, dass das ein Selbstläufer ist? Erzähl mal. das wäre schön. Das wäre schön. Ja, Ja, nein. nur auch eine Aufempfehlung. Da wäre das Beste. Genau, Ja. das wäre top. Nein, Ja. natürlich gibt's die Empfehlungen, Ja. die kommen. Ja, aber es ist jetzt noch nicht so, dass es ausreicht. Ja. Mein Hauptziel dieses Jahr ist jetzt, Social Media weiter auszubauen. Genau, und auch ein bisschen, ja, das Standing dann als Experte für BO bietet sich ja an. Ja. Da kenne ich mich aus, dann so zu werden. Ja, aber hauptsächlich ist es dann auch einfach anrufen. Ja. Ja, Die Also- schöne Kaltakquise. quasi. genau. Ja. Ja. Und ja, einfach präsent sein. Ich meine, wir sind ein kleines Dorf jetzt, da geht es hauptsächlich auch darum, dann präsent zu sein, vor Ort zu sein. Genau. Und dann wird man angesprochen. Ja, wie aktiv bist du auf Insta? Also wie viele Posts machst du da? Keine Ahnung. Ja, das letzte halbe Jahr jetzt relativ wenig, aufgrund, dass ich ja jetzt wechsle. Aber vorher war das schon so, dass ich 1-2 Mal pro Woche was gepostet habe. Genau, und da will ich auch wieder hin. Das ist also 2 Beiträge die Woche. Genau. Wollte ich auch nochmal sagen, auf jeden Fall unter anderem deswegen auch Teil 1 anschauen, weil da ging es ja auch um deine chronische Erkrankung, die du hast Genau. und wie du da quasi jetzt emporgestiegen bist und dann in die Selbstständigkeit und so und ja, finde ich klasse. Deswegen schaut euch das an. So. Ja, okay, cool. Welche Fähigkeiten sagst du denn jetzt so, hast du dir, seitdem du selbstständig bist, dann auch selber angeeignet, seit 2021? Genau, 2021. Ja, das ist komplett geiles Thema, Verkauf. Also Vertrieb, Verkauf, Ja. das braucht man als Selbstständiger. Ja, das dreht sich alles darum, wie kann ich meine Tätigkeit verkaufen. Ja, und natürlich lernt man da immer noch dazu. Also ich lerne jetzt auch noch dazu. Ich meine, Klar. 2,5 Jahre mache ich das jetzt, das ist noch gar nichts. Ja. Ja. Hat auch ein paar Fehler gemacht, ja, aber man lernt draus. Das Ja. ist das Erste. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist einfach die Hartnäckigkeit, dran zu bleiben, die Disziplin, dran zu bleiben. Ja. Ja, es Das ist- nochmal 2 wichtige Punkte für euch da draußen, so, ne? Verkauf, das ganze Leben ist ein Verkauf, sag ich mal so. Ja. Gehst du zum Ja. Date, ist halt auch ein Verkauf, weil Ja. du gehst wohl seltenst in eine Schlabberhose zum Date. Wenn, dann würde ich mir über dich selbst eher Gedanken machen. Aber ja, das ist ja wirklich so. Bewerbungsgespräch, ich meine, heißt ja schon Bewerbung. Genau. Das, Das hat, worauf ich hinaus will, auch nicht immer so dann dargestellt wird, so, ja, Verkauf, ach hier, der Verkäufer und so. Ja, ist halt so. Ja, Keine das Selbstständigkeit, kein Unternehmertum läuft, Genau. wenn du nicht verkaufen tust, würde ich jetzt sagen. Richtig schönes Deutsch. Wenn du nicht verkaufen kannst. Also von daher. ja, auch als Disziplin. Angestellter musst du dich verkaufen. Zum Beispiel Ja, ja, bei einer richtig. Gehaltsverhandlung oder sowas. Ja. Ja. Ja, ach, das ist ein sehr schönes Thema. Gut, dass du das anschneidest, weil ja auch da viele so sind. Dieses, ich bin jetzt 1-2 Jahre einfach zugehörig
aufgrund meiner Zugehörigkeit habe ich Anspruch auf ein höheres Gehalt, was scheiße ist. Also dieses Denken, sondern versuch deinen Arbeitgeber Mehrwert zu bieten, um dann auch entsprechend mehr Geld zu bekommen. Und da kann ich auch wieder nur, weil ich halt ab und zu schon erzählt habe, aber immer wieder, wie gesagt, sind ja auch neue Zuschauer dabei, den Tipp geben, weil ich ja auch Arbeitgeber hier sitzen habe und der eine dann auch gesagt hat oder ich ihn gefragt habe, was würdest du dir denn im Gegenzug dann wünschen? Dass die eben halt nicht nur da sitzen einmal im Jahr und sagen, ja, aufgrund meiner Loyalität, sage ich mal, kriege ich jetzt mehr Geld, weil sein Argument natürlich richtig ist, naja gut, andererseits, wenn du deine Aufgaben nicht machen würdest, dann hast du deinen Job nicht mehr. Genau, ja. So, dass man dann einfach die Frage stellt, ja, was kann ich denn für dich tun als Arbeitgeber, damit ich immer mehr Geld verdiene? Also einfach den Mehrwert schaffen. So, Genau, und das dreht sich alles darum. Genau, und anhand der Frage ja auch dein Arbeitgeber dann erstmal ja ins Denken kommt, zu sagen, ah ja, stimmt, okay, der will mehr Geld, aber ich komme ja auch in den Gedanken, okay, was brauche ich wirklich noch? Wo brauche ich Unterstützung? Da und da. Also, go for it. Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Da gibt es halt leider immer noch viele da draußen, die sich dann irgendwie freuen, jedes Jahr, wenn die dann da höher gestuft werden oder alle 3 Jahre. Irgendwann wird das ja immer weniger, alle 5 Jahre und so. Oh, ich kriege da 150 Euro brutto mehr. Weil, ja, kenne ich mich nicht aus. Also, in den Tarifdingern da. Ist halt der bequeme Weg, ne? Weil du kriegst irgendwann mal ab und zu auf jeden Fall eine Erhöhung. Aber ich sag dann ja, cool, kannst du dir dann 2 Eis mehr kaufen im Monat, anstatt vielleicht mal aktiv auf den Arbeitgeber zuzugehen und Geld nicht einzufordern, sondern eben halt durch diesen Mehrwert, den man dem schaffen könnte. Das zu verdienen, heißt ja schon so, ne? Richtig. Ja. Und deswegen heißt der Kanal ja auch hier unter anderem, wie verdienen wir unser Geld? Deswegen frage dich, wie verdienst du dein Geld? Und ja. Genau. Ja, abgeschwiffen, egal, alles gut. Kennen die Leute hier, die regelmäßig gucken. Von daher wäre noch interessant. Achso, den einen Aspekt fand ich mal wichtig, Disziplin. Ja. So, also das hattest du dann auch für dich nochmal so lernen können, wirklich überhaupt erstmal Disziplin in den Alltag zu legen. Die Disziplin war ja ein bisschen aufgrund meiner Krankheit schon da. Ich muss aufpassen, was ich esse und das gehört ja auch zur Disziplin dann dazu. Und jetzt geht es halt in der Selbstständigkeit darum, einfach mal die Dinge zu tun, die man machen muss. Ja, ich muss anrufen, ich muss neue Kunden kriegen, dass ich halt Geld verdiene. Ja, sonst kriegst du kein Brot auf den Tisch. Genau. Ja, es ist schwierig, aber ja, es gehört dazu. Ja, die berühmte Selbstdisziplin. Genau. Ist so ein bisschen gekoppelt mit der vorigen Frage, sprich letztendlich, wie schaffst du es denn an so einem anstrengenden Tag für dich dann eben halt motiviert, diszipliniert zu bleiben? Ja, also ich mache auch ein bisschen Sport. Man sieht es zwar nicht, aber nein. Muss man ja nicht unbedingt sehen. Also wenn du Radsport zum Beispiel machst oder so, die haben ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Kreuz hier. Aber was machst du denn für einen Sport? So ja, ich bin ein bisschen im Fitnessstudio, das ist bei uns um die Ecke, im Nachbardorf. Ja. Was heißt ein bisschen? Ja, 3-4 Mal die Woche. Ja, ist doch cool. Ja, und ja, ansonsten viel draußen in der Natur. Ja. Habe eine super Freundin, die mich unterstützt bei dem, was ich mache. Das ist auch wichtig, dass man drüber redet. Auch auf die Dinge, die jetzt negativ waren, wenn es mal einen Tag oder sowas nicht geklappt hat, wenn es eine Woche nicht so geklappt hat, wie geplant. Ja. Das, ja, und ansonsten Musik machen. Musik auch noch, cool. Ja. Band oder? Musikverein, also im Posaunenchor und im Musikverein, ja. Ah, cool. Ja, und jetzt rat mal, was für ein Instrument ich spiele. Saxophon, keine Ahnung. Ja, nee, ein bisschen größer, die Tuba. Ah, okay. Das cool. Riesige Instrument, ja. Da kenne ich jetzt auch nicht wirklich einen, oder den ich kennengelernt habe, der sowas spielen kann. Ja, cool. Aber hast auf jeden Fall dann, deinen Ausgleich, wie man hört. Also Ausgleich muss auf jeden Fall sein. Menschen, also das richtige Umfeld. Ja. In dem Fall jetzt kann es auch mal eine Person reichen mit deiner Freundin, die einen dann in solchen Momenten mal auffängt, ne? Wenn es, wie du gesagt hast, eine Woche nicht läuft oder so. Ja. Dass man jemand nicht in den Sand im Kopf steckt. Finde ich gut. Und Sport ist auch immer so. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Motivator, das stimmt tatsächlich. Ich meine, klar, jetzt allein schon biochemisch, dass ja die ganzen Stoffe ausgeschüttet werden, bla bla bla. Aber hilft auch, ja. Ja, das muss auch sein. Also nach einem anstrengenden Tag dann nochmal trainieren zu gehen, das ist echt entspannend. Oder man geht vorher trainieren, das ist auch ganz cool. Und dann hat man seine Termine. Habe ich auch gerne. Ja. Also zum Beispiel vor dem Interview dann
meine Trainingssession zu haben oder jetzt auch in anderen Sachen. Ich habe ja jetzt nicht nur Interviews. Aber ja, das ist echt so. Man ist einfach direkt viel frischer und auch generell langfristig gesehen so kleine oder wichtige körperliche Dinge, die sich auch einspielen, dass du jetzt nicht wegen dem Körperbau, sondern einfach ja auch wirklich aufgrund der, ich weiß noch ganz genau, wo ich damals angefangen habe, dass einfach deine Aufrichtung, also deine Haltung des Körpers sich einfach verändert hat. Und dadurch du wirklich ja auch das hat auch allein schon selbstbewusster wirst. Genau, das hat auch was aber mit dem wirklich Selbstbewusstsein zu tun. Ja. Das ist wirklich so. In dem Sinne Sport. Ja. So oder so. Ja, eine Frage, die ich sowieso immer drin habe, ist Thema Akzeptanz und Ansehen in der Gesellschaft. Und wir hatten ja in Teil 1 schon mal so kurz angeteasert, dass eben halt von Versicherungsmaklern ja, das Ansehen jetzt nicht halt hochgesiedelt ist. Der Thomas von Versicherungshafen hatte da sogar gesagt, noch unbeliebter als Politiker. Genau. Aber zumindest mal irgendwo da die Statistik. Also ich glaube, die Statistik sieht Finanzberater oder Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter auf dem letzten Platz oder sowas. Ja, krass, ne? Ja, schon krass. Ja, deswegen trotzdem so meine Frage so zu Ende zu stellen, wenn du irgendwo jetzt natürlich dann neue Leute kennenlernst und ja, die dann halt fragen, was machst du? Klar, selbstständig. Und dann ist die zweite Frage, klar, als was? Als was, ja. Und dann Versicherungsmakler. Dann sagst du, was du machst und was kommt dann. Du spielst mit dem Feuer, so nach dem Motto. Genau. Geil. Nein, dann musst du es halt erklären, ja. Es ist natürlich ein Thema, wo sich keiner damit beschäftigen will, ja, aber sehr wichtiges Thema. Wenn dann im Gespräch stellt sich dann meistens raus, ja, okay, so schlimm ist es gar nicht, ja. Es geht ja nicht nur darum, es geht nie darum, den Leuten das Geld rauszuziehen, ja. Es ist einfach die Absicherung, die wichtig ist. Und klar gibt es Leute, die da einfach das Ganze nur wegen Geld machen. Die gibt es aber überall, würde ich sagen. Klar. Und es ist halt, ja, das Image der Finanzbranche ist jetzt nicht gerade hoch, ja, das ist ein Problem, aber ich denke, ist die Branche auf einem guten Weg, das zu verbessern. Ja. Genau, weil wenn wir jetzt zum Beispiel in Teil 1 hat es auch kurz angesprochen, sind wir ausführlicher darauf eingegangen, BU, Berufsunfähigkeit, und wenn man dann zum Beispiel jetzt stelle ich mir vor, ne, Grillabend und dann lernst du die neuen Leute kennen und dann würde sogar einer sagen, ja, ich habe eine BU, aber genau sich das rauskristallisiert, worüber wir in Teil 1 gesprochen hatten, dann würdest du fragen, keine Ahnung, ja, und in welche Höhe, ja, dann sagt er 500 Euro und dann weißt du schon Bescheid, ja, siehst du? Hast du aber nicht richtig. Oder nicht richtig, ja. Das verdient jemand 1500, 2000 netto und hat nur eine Absicherung mit 500 Euro. Ja, von was will der dann leben? Ja, kriegst du noch nicht mal. Und mit solchen kleinen Punkten den Leuten dann schon die Augen aufzumachen. Genau, ja. Das ist einfach ein wichtiges Thema. Ja, definitiv. Aber du machst ja auch Vermögensaufbauberatung, ne? Genau, also Altersversorgung, da geht es darum, wie mache ich das, wie sorge ich für die Rente vor, ja? Ist ja auch ein Thema. Also ich kann dir sagen, wenn du berufsunfähig wirst, dann musst du selber was machen. Ja. Weil, letztens kam der Brief, ich krieg, glaube ich, 135 Euro oder sowas monatlich Rente. Viel Spaß damit, ne? Ich wollte gerade sagen, ist ja nichts. Das ist gar nichts, ja. Wenn ihr euch gerade nämlich fragt, wovon redet der? Ja, Teil 1 angucken. Ja, deswegen. Genau. Da sind wir nämlich zum Thema Vermögensaufbau mit der einen Klientin da Erfolgsstory nochmal drauf eingegangen, deswegen sage ich. Nächste Thematik ist so, wir hatten gerade schon kurz, hast du gesagt, die Leute gibt es ja immer, die dann zum Beispiel jetzt nur auf Geld aus sind, deswegen gibt es Konkurrenz, ja klar. Aber deswegen wäre interessanter für die Leute auch draußen zu wissen, wo würde sich, sagst du, deine Dienstleistung von anderen abheben? Genau, also dass die Leute die Videobeschreibung klicken und zu dir kommen. Ja, ich bin ja Versicherungsmakler, das heißt, ich habe ein sehr breites Spektrum an Produkten, die ich auswählen kann. Natürlich habe ich Sachen, die extrem gut sind. Ja, wenn du es nur günstig haben willst, dann geht es Check24. Die haben günstige Sachen. Ja, aber was die Tätigkeit oder was mich unterscheidet, ist, ich habe meistens eine BU-Beratung und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wo man in der Praxis drauf aufpassen muss, was jetzt sinnvoll ist, auch mit der Altersversorgung aufzupassen, ja, welche Kombination sinnvoll ist. Genau, also das unterscheidet mich und
würde ich mal sagen, ich kann das ziemlich gut. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ja, du hast ja im ersten Teil schon gesagt, dass du deinen Vermögensberater gesagt hast, ich kann es besser. Tschüss. Demnach Ja, muss man ja schon, selbst an dem Zeitpunkt dann, wo man da war, genug Ahnung davon haben. Ne? genau. Thema Zukunft. Was ist da so an Projekten geplant? Du hattest ja schon angeteasert, Instagram auch ein bisschen mehr ausbauen und so, aber generell, wo hast du dich schon selber hingedacht, so kurz- Ja. und langfristig? Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange selbstständig. Mhm. Das heißt, habe mein Büro auch jetzt noch so wie du hier im selben Gebäude. Ich Ja. will auf jeden Fall irgendwann ein eigenes Büro. Das ist in Planung, das Ganze. Dann Social Media soll weiter ausgebaut werden. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit muss. Ja. Ja, Wäre dumm, das nicht zu nutzen, Genau. sagen wir mal so. Also Ja. ist ja da. ja. For free. ja. Und ja, langfristig will ich natürlich mal auch Leute einstellen, Unternehmer werden dann, ja. Ja, das ist gut. Gutes Ziel. Ja, Thema Verdienst. Wo können sich jetzt so die Leute, vielleicht, sofern du das auch weißt, vor allem so die Angestellten, wohin die sich bewegen? In welchem Segment? Also ich habe nochmal geschaut, der Durchschnitt als Versicherungsmakler sind so 200.000 Euro Umsatz im Jahr, ja, und 85.000 Euro Gewinn pro Jahr. Mhm. Okay. Also ist Sollte schon, man schon machen. sollte man schon machen, ja. Ja. Natürlich kriegst du es nicht von Tag 1 an, ja, es Ja. brauchst ein bisschen, bis du es aufbaust. Ich bin leider noch nicht so weit, ja. Ja, da Aber- wären ja 7.000 Gewinn dann pro Monat, ne? 85 runtergerechnet auf den Monat. Ja. Okay. Krass. Und das Erstaunliche ist, dass jeder Dritte weniger wie 50.000 verdient in der Branche. Ja. Dessen hatte ich ja auch mal, Ja. ich glaube Manuel, den du ja auch kennst, ich meine, er hat das auch gesagt, dass ja auch im Prinzip, oder was hat er prognostiziert, in den nächsten 5 Jahren geht auch jeder Zweite mit seiner Selbstständigkeit in diesem Bereich pleite. Oder schafft es Ja. eben halt nicht, sich über Wasser zu halten, zu finanzieren. Weil auch der Thomas von Versicherungshafen auch gesagt hat, 50.000, wenn man halt einfach mal nur diese Zahlen hört, hört sich irgendwie immer so okay an oder viel. Aber wenn du dann ja, ne? Ja, du musst ja selbst vorsorgen. Ne? Ja. Also du brauchst selbst eine Absicherung, du brauchst selbst Altersversorgung. Und da kommst du mit 50.000 als Selbstständiger eigentlich nicht weit. Ja. Klar, vor allem, wenn man da ja eh schon die Hälfte oder sogar ein bisschen mehr weglegen Genau. muss, wegen Finanzamt, dies, das. Kommst du nicht weit mit, deswegen, also, ja gut, dass du da nochmal, aber auch interessant, dass du, weil ich weiß noch, die haben gesagt, so, ja, sechsstellig, ja, sollte man auf jeden Fall Umsatz machen, aber dass dann der Durchschnitt anscheinend in dem selbstständigen Bereich dann 200.000, das ist gut. Davon kann man Ja. dann auf jeden Fall, ja. Ja. Das ist gut, das ist ordentlich. Gut, wir haben noch 2, 3 Fragen. Thema so Faszination habe ich ja mal dabei. Was findest du, sagst du, faszinierend an der Selbstständigkeit? Das ist einfach, ich kann mir mein Leben selbst planen, ich kann meinen Tagesablauf selbst planen. Das ist das Faszinierende dabei. Ja, ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Das ist auch genial, ja. Klar. Und es passt halt optimal jetzt auch mit meiner Krankheit dann zusammen. Ja, ich muss ab und zu mal zum Arzt, da kann ich die Termine dann so planen, dass ich vielleicht vorher einen Termin habe, dann zum Arzt gehe oder sowas. Das ist halt in der Selbstständigkeit optimal. Vor allem in der heutigen Zeit kann man, weiß ich nicht, aber ich denke mal auch so eine Tätigkeit sogar ja auch ortsunabhängig machen, weil wegen Zoom und so. Ne, man kann ja Genau, auch das so seine funktioniert natürlich auch. Kunden Also ich kann Gespräche- theoretisch in Österreich im Urlaub sitzen, mache kurz meinen PC an, mache eine Beratung und dann geht es weiter mit Urlaub. Ja, das ist Das ist ja, was viele echt wollen oder gerne hätten, diese Ortsunabhängigkeit. So, ne? Ja. Weil das macht ja auch mit einem viel, so keine Ahnung, habe ich jetzt auch schon ein paar kennengelernt, wenn du zum Beispiel selbstständig in, ich sag jetzt mal, Spanien bist, wo du 300 Sonnentage hast, also wäre natürlich nicht geil, wenn Sonnentage, du, sondern Sonnentage, ja, so dass dann echt mal aufsteht im blauen Himmel und so. Und wenn ich jetzt hier gerade schön aus dem Fenster gucke, dann hast du halt eher nicht so tolles Wetter. Soll nicht unbedingt die Stimmung zwangsläufig drücken, aber wirkt sich einfach natürlich auf dich aus. ja genau, also das Solche Kleinigkeiten, wenn man jetzt überlegt, an so einem Ort zu arbeiten, wo dann eben halt du einfach automatisch aufgrund der Sonne schon mehr mehr Ausschüttung Energie von hast, Hormonen mehr Spaß in der Ja, Arbeit. Ja, das das ist Das ist schon ein geiles Ziel dann so, ne? Vielleicht Ja. immer mal in solchen Ländern mit seiner Selbstständigkeit ziehen zu können. Ja. Ja, gibt es ja auch, glaube ich, auch welche, die das machen. Ja, ich
ich glaube, in Spanien sind und dann auch Versicherung oder eine Versicherungsberatung dann in Deutschland anbieten. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Funktioniert ja auch. Also, Ja, klar, also wenn man wenn ich Internet hat. Ja, vor allem, wie du es gesagt hast, wenn man jetzt sich so vorstellt, man wäre jetzt so in den Bereich mit 200.000 Umsatz und man kann davon auf jeden Fall definitiv von seinen Gewinnen gut leben. Ja, dann kannst du auch egal wo dann sein. Ja. Oder eigentlich Ja. auch so, eigentlich kannst du auch so schon dir das ja von vornherein online aufbauen. Aber es ist auf jeden Fall möglich so. Das ist Ja, das das Tolle auf jeden daran. Fall. Das ist ja das Tolle daran, ne, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, genau, dann noch zwei Fragen. Einmal so Thema Geschichten, Situationen, die du erlebt hast. Erzähl einfach mal gerne so positiv, negativ, lustige Geschichten. Positiv hast du in Teil 1 erzählt, Genau. wegen der Erfolgsstory, aber da gehen wir dann jetzt nicht nochmal drauf ein. Wir sollen ja Teil 1 gucken, die Leute. War wirklich spannend zu hören und ja, deswegen hau entweder was anderes Positives raus oder eine schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung. Gerade am Anfang von der Selbstständigkeit hatte ich, glaube ich, auch nochmal erwähnt, mit dem einen Anruf, wo dann gleich gesagt hat, ja, zeig dich an. Ja. Da denkst du dir natürlich, okay, was? Ja. Nein, aber muss man einfach drüber stehen, muss Ja. man nochmal anrufen irgendwann. Ja. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, keine Ahnung. Finde ich richtig geil, Alter. Versicherungsvertreter, dich zeige ich an. Oh Ja. Mann, ey. Sowas ist dann schon witzig, ja, muss man einfach Eben, drüber negativ stehen. und zugleich auch witzige Geschichten. Genau. Siehst du mal direkt beides kombiniert. Und- Perfekt. Hast du noch, also musst du nicht noch, aber hast du noch immer zu erzählen oder wird dir jetzt nicht so mal was einfallen? Jetzt auf die Schnelle nicht nehmen. Stelle nicht, ja. Kommt vielleicht noch. Gibt ja noch eine Frage, bis dahin habe ich mir was überlegt. Genau, also eine haben wir noch, einfach abschließend so gerne an die Zuschauer gerichtet. Kannst du es empfehlen, selbstständig zu sein und generell jetzt so in deinem Bereich? Jetzt mal gerne was. Also empfehlen, selbstständig zu sein, auf jeden Fall. Die Branche, Versicherungsbranche ist interessant. Ja, man muss allerdings mögen, ja. Man muss auch die Dinge tun, die jetzt einem keinen Spaß machen. Jemand, der extrovertiert ist oder sowas, telefoniert vielleicht gern, ja. Ich nicht so, aber gehört dazu. Ja. Aber ja, wenn du dir dann einen Kundenstamm aufbaust, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Man, es braucht seine Zeit, bis du jetzt diesen Kundenstamm hast, aber das, ja, wie gesagt, lohnt sich immer, finde ich. Es kommt von selbst. Muss man Genau. dafür machen, ne? Ja. Man muss einfach dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen. Ja. Ja, das ist das Wichtigste. Kannst du ja bestimmt auch berichten. Klar, dranbleiben, Disziplin, sowieso haben Ja. wir schon angesprochen. Von daher, ansonsten schaut euch die Teile ausführlich an hier, dann wisst ihr ja auch für euch nochmal so, ne, ist das was für mich oder nicht. Wir haben ja Genau. alles entsprechend durchleuchtet, wie das immer in meinen Interviews der Fall ist. Man durchleuchtet alles. Dann kann man ja anhand dessen schon, anhand der Fragen und Antworten für sich abschätzen, okay, wäre das was für mich oder nicht. Von daher, aber grundsätzlich für die Selbstständigkeit, da hast du da jetzt auch nochmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Von daher Ja. passt halt abschließend, würde ich sagen. Bedanke mich erstmal bei dir so für deine Zeit, für die lange Gerne. Anreise. Das ist kein Problem. Richtig, richtig genial. Und checkt die Links zu Philipp ab in der Videobeschreibung. Lasst dem Ganzen hier gerne ein Like da, Kommentar, wenn ihr mögt. Und abonnieren, natürlich, ne? Ganz wichtig. Ansonsten sehen wir uns dann in ein paar Tagen wieder im nächsten Video, über welche Thematik auch immer. Und ja, dann ciao, ciao. Ciao.